Müssen heutzutage alle politisch korrekt sein, wie man es immer wieder hört? Ist eine woke Geisteshaltung so eine Art Grunderwartung in Alltag und Beruf geworden, der sich alle fügen müssen? Und bedroht das nicht unsere Freiheit? Um mal mit dem Begriff woke oder der Wokeness anzufangen. Dieser Begriff kommt aus dem Amerikanischen, geht auf die 60er Jahre zurück, die Bürgerbewegung der Schwarzen, und bezeichnet so viel wie Wachheit oder auch im übertragenen Sinne eine Bewusstheit für gesellschaftliche Missstände, insbesondere Unterdrückung der Schwarzen. Und tatsächlich ist es auch lange an genau diesen Bereich gekoppelt gewesen, hat dann auf diesem Wege auch den Weg nach Deutschland gefunden. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Black Lives Matter-Bewegung, die dann über die sozialen Medien insbesondere auch im deutschsprachigen Raum angekommen ist. Und dort hat sich dann zuerst der Begriff der Wokeness auch im Deutschen etabliert. Von Beginn an hat sich aber der Begriff des Woken von diesem engen Verwendungskontext gelöst und bezeichnet insgesamt eher linke oder auch progressive Einstellungen. Das betrifft dann, weiß Gott, nicht nur Bewusstheit für Diskriminierung, sondern da zählt dann auch sowas zu wie vegane Ernährung, ein besonderer Blick für Nachhaltigkeit und so weiter. Demgegenüber ist der Begriff der politischen Korrektheit viel stärker auf das Thema Sprache eingeschränkt. Als politisch korrekt werden Äußerungen bezeichnet, die versuchen, auf diskriminierende Ausdrücke zu verzichten. Sowohl bei der Wokeness als auch bei der politischen Korrektheit gab es dann aber das interessante Phänomen, dass diese Ausdrücke eigentlich selten im positiven Sinne zur Eigenbezeichnung genutzt wurden, sondern sie werden vornehmlich als Fremdbezeichnung benutzt. Man wirft anderen vor, auf übertriebene Weise politisch korrekt zu sein. Man wirft anderen vor, einer woken Ideologie anzuhängen. Man nutzt es also zur Fremdabwertung. Denn das Projekt der politischen Korrektheit und der Wokeness geht ja immer mit dem Wunsch nach Veränderungen einher. Man versucht zu zeigen, dass etablierte Sprachgebräuche und etablierte Praktiken sozial ungerecht sind, diskriminierend sind und so weiter. Und dann versucht man dem was entgegenzusetzen, neue Begriffe zu prägen. Und gegenüber Veränderungen sind viele Leute sozusagen allergisch, insbesondere wenn sie sich selbst möglicherweise adressiert fühlen dürfen, weil sie selber sich bisher diskriminierend verhalten und geäußert haben. Dass heute alle woke sein wollen, kann man ganz bestimmt nicht sagen, einfach deswegen, weil es in den seltensten Fällen ein Ziel ist, was man sich selbst aktiv auf die Fahnen schreibt. Wokeness ist vielmehr ein Vorwurf, den man anderen macht. Aber so 100%ig aus der Luft gegriffen ist der Vorwurf natürlich nicht. Denn tatsächlich finden wir in der aktuellen Gesellschaft und in aktuellen Diskursen viele Veränderungen. Denken wir an Theater, die ihre Spielpläne überdenken. Denken wir an Museen, die möglicherweise rassistische Exponate mit einem Warnhinweis versehen. Und selbst Fußballvereine bemühen sich aktiv um diskriminierungsfreie Kurven. Wir finden also tatsächlich viele Veränderungen in unserer derzeitigen Gesellschaft und im aktuellen Diskurs. Und diese Veränderungen werden von vielen Menschen als Zumutung empfunden. Und häufig wird auch der Vorwurf geäußert, dass diese Veränderungen politisch gewollt sind und von einer machtvollen Elite von oben durchgedrückt werden. Einen tatsächlichen Zwang, woke oder politisch korrekt zu sein, gibt es aber ganz bestimmt nicht. Im Alltag haben wir sowieso die Freiheit, uns auszudrücken, wie wir uns ausdrücken wollen. Wir müssen allenfalls mit Kritik rechnen. Mit Kritik dafür, dass wir uns diskriminierender Sprachgebräuche bedienen. Schon anders sieht es hingegen in beruflichen Kontexten aus, denn natürlich haben Unternehmen die Möglichkeit, ihren Beschäftigten Vorgaben zu machen, wie ein Unternehmen, wie eine Institution in der Außendarstellung sprachlich dargestellt werden soll. Und deswegen kann es zum Beispiel Vorgaben geben, dass in der Außendarstellung, wie gesagt, gendergerechte Sprache verwendet werden soll. Wie wir uns im Alltag ausdrücken, ist davon aber vollkommen unberührt. Abschließend würde ich also sagen, dass man sich darüber im Klaren sein sollte, dass wenn man den Begriff der Wokeness benutzt, dass man sich dann einschreibt in Diskurse, die eher von rechter Seite geführt werden. Stark polarisierende Diskurse, die vor allem dazu dienen, die öffentliche Meinung in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken und aktiv gegen linke Politik zu polemisieren.